Willkommen in Bangladesch. Ich befinde mich hier in Dhaka und in dieser Stadtregion leben über 10 Millionen Menschen. Wenn man die gesamte Metropolregion allerdings betrachtet, sind es knapp 40 Millionen. Diese Stadt gehört zu den chaotischen und am dichtesten besiedelten Städten auf der gesamten Welt. Hello. Die Stadt schläft einfach nie. Leute, die schläft einfach nie. Die steht nie still und die kommt auch einfach nie zur Ruhe. Auf einem Quadratkilometer leben hier im Stadtgebiet von Dhaka über 34.000 Menschen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. 34.000 Menschen. Zum Vergleich, in Hamburg sind es zum Beispiel nur 2.500. Also wesentlich entspannter als hier. Und diese Extrem, die will ich mir heute mal anschauen und mit euch teilen. Wir sind auf dem Weg zum Kural Slum, einer der härtesten Ecken hier in dieser Stadt. Und wir gucken uns mal an, wie die Leute da leben und wie wir da am besten hinkommen. Leute, das typische Verkehrsmittel hier in Dhaka in Bangladesch. Der ist hier richtig am Strampeln. Guter Mann. Der ist fit, der ist fit. Viele machen das hier schon mäßig, so wie er hier. Der hat schon die bessere Rikscha-Version, aber der hier, der ist noch richtig am Strampeln. Scheiße, Riesenbodenwelle. Oh. Aber ich habe noch nie so unbequem gesessen, Leute. Ich bin ehrlich, ey. Alter, ich kann hier auch fast nicht mehr sitzen. Das ist Uber-Komfort hier. Alter, was ist hier los, ey? Scheiße, ey. Boah. Der hat mit dem Arm geblinkt. Scheiße, ey. Jetzt im Gegenverkehr. Was passiert hier nur, ey? Ach du Scheiße, ey. Ja. Also das kann man auf der Bucketlist auch abhaken. Rikscha fahren in Dhaka. Hello, way. Wenn wir die Fahrt überleben, dann schaffen wir den Länderpunkt. Wenn nicht, dann sind wir gestorben. Alter. Was auch immer er meint mit Geld. Change money, or? Germany. Germany. Wechseln wir Geld. Ja. Die sind alle am Geld tauschen. Warum auch immer. Das waren schon dicke Bündel, ne? Ja. Ob das echtes Geld war? Frisch. Ob das echtes Geld war? Weiß es nicht. Da war sogar eine Banderole drum. Oha, der ist dagegen gefahren. Hast du gesehen? Der ist mit dem Roller gegengefahren. Oh, Schlagloch, Bruder. Egal, wir fliegen hier raus. Also wenn der noch das Dach hochmachen würde, das würde im Leben nicht passen. Nee. Noch ein Schlagloch hier. Alter. Junge. Where are you from? Germany.
Und das macht das Ganze hier wahrscheinlich so authentisch und ungefiltert. Hier kriegt man echt noch das echte Leben. How are you? Good? Just a little bit around here. Das Ganze macht das so authentisch hier. Hier sieht man keine Backpacker. Hier gibt es kaum Infrastruktur, der auf Tourismus ausgelegt ist. Hier gibt's wirklich wenig. Und das macht natürlich den traditionellen Tourismus hier kaputt. Beziehungsweise er entsteht erst gar nicht. Ne? Aber es ist schon wild hier. Es ist wahrscheinlich einer der wildesten Orte, wo ich jemals war. So ehrlich muss man sein. Ja, der haut richtig in die Pedale, ne? Ja, der ist stabil unterwegs, ey. Das musst du mal überlegen. Das ist ja auch durchaus warm hier. Und natürlich ist die Stadt auch ein bisschen smogbehaftet. Obwohl die Luftverhältnisse sind zumindest heute für Dakar schon ziemlich gut, muss man ehrlich sagen. Ja, ich hätte schlimmer erwartet. Ja. Scheiße, Riesen. Oh, jetzt. Ja. Jetzt haben wir den Turbo rein. Alter, wenn jetzt eine Welle kommt, ne? Ja, fliegen wir bis zum Mond. Und jetzt berghoch wieder hier. Jalla, richtig treten jetzt. So, wir sind jetzt am Banani Lake. Und hier grenzt das Slum an. Da müssen wir genau schauen, wo wir hinlaufen werden. So ein bisschen an der Promenade längs hier in Dakar. Warum nicht? Ja, viele Europäer waren gestern nicht im Flugzeug. Ein weiterer tatsächlich noch aus Deutschland, der hier irgendwie einen Freund besucht hat. Die haben zusammen studiert in Deutschland. Und ein Kanadier, Geschäftsmann. Der lässt hier bestimmt ein paar Sachen herstellen. Aber ansonsten waren das hier eigentlich alles nur Einheimische. Oha. Fast ein Fahrradunfall hier, Diggi. Hast du gesehen? Ja, so ein bisschen sieht man das hier schon an den Unterkünften, dass wir schon auf dem Weg dahin sind. Das sieht man ja schon hier so an den Hütten. Da vorne arbeiten die Leute auch unter der Brücke. Die lässt sich hier rüber paddeln. Das steht eigentlich auch noch auf meinem Programm. Weil hier ist einer der größten Flusshäfen in der Welt. Gucken, was uns hier heute noch erwartet. Hey guys. Hey guys. Durchschnittslohn ist hier irgendwie 150 Euro, glaube ich, ne? 200 im Monat. 150 bis 200 Euro im Monat. Ja.
Kommen wir hier auch tiefer rein. Aber bisher waren die Leute sehr, sehr freundlich und gar nicht so aufdringlich tatsächlich. Sehr zurückhaltend. Guck mal, die macht den Hauseingang hier schön sauber. Er hat sich auch ein interessantes Floß gebaut. Mit seiner mobilen Küche. Der paddelt da jetzt rüber. Ja, schon Wahnsinn. Also dieses Land hier, das muss man erst mal greifen. Das ist schon richtig crazy. Hi. Hi, how are you? Good? Niche Kamera, niche. Niche. Was die mir hier auch sagen wollen, ne? Was auch immer die mir hier sagen wollen. Hi. Okay. Typische Wellblechhäuser hier. Einfachste Lebensumstände. Schon Wahnsinn. Schon Wahnsinn. Hi. Die recyceln hier, wie es aussieht. Hallo. Verdienen sich so ein bisschen Geld. Das ist schon verrückt hier, das muss man mental erstmal greifen hier so. Ach, das habe ich eben gehört. Da oben ist ein Drache, hier auch. Den habe ich gar nicht gesehen, weil er durchsichtig ist hier. Ja, da liegt auch einer, der mich fast getroffen ist. Die haben Spaß hier, die Jungs. Der ist professionell dabei. Oha. Der bastelt hier auch ein. Aus Plastiktüten. Hallo. Der ist ganz schön weit oben, ne, der Drache. Hier ist Ende. Es geht hier weiter, muss hier weitergehen. Ist da wirklich Ende? Is there a way? Can we go through? Yeah? Okay. Probieren wir das mal aus. Okay. Vertrauen wir mal da drauf. Gefühlt stehen wir hier schon mitten in den Wohnungen. Left side, hat er gesagt. Und plötzlich ist man hier wieder mittendrin. Mittendrin, Diggi. Wo sind wir hier eigentlich? Wir müssen irgendwie grob nach rechts rüber. Kommt man hier nach rechts? Einfach mal gehen. Das sind hier enge Gassen und Irrwege. Mal gucken, ob wir noch zum Ziel kommen. Zum eigentlichen Ziel. Was ist hier nur los?
Salam alaikum. Salam alaikum. Salam. Was machen denn die Enten hier? Die sitzen da so niedlich und freundlich, nichts ahnt. Sitzen die da einfach rum. Was kann man hier eigentlich kaufen? Kuchen irgendwie. Ein bisschen Kuchen hier. Nüsse, Chips. Salam. Hi. Yes, my friend. So, lass mal hier lang irgendwie. Irgendwie mal den Ausgang finden hier. Was macht der Johnny hier? So, rein theoretisch müssen wir einfach nur in diese Richtung gehen. Ja. Das ist manchmal leiser gesagt als getan. Bis wir da sind. Geh weg, Diggi. Hau ab. Was ist denn los bei ihm, ey? Was ist los bei dem? Unentspannter Doggy. Unentspannter Doggy. Wir müssen noch Haare schneiden. Ja. Aber nicht heute, Leute. Nicht heute. চলে যায় Was hier überall passiert, das muss man erst mal greifen. Guck mal, was machen die da? Nur ein bisschen Eis hier. Hi. Ist das Eis? Eis. Auch eine interessante Art und Weise. Alter, hier passiert an jeder Ecke so viel. Hi. Hier passiert an jeder Ecke so viel, das muss man erstmal alles verarbeiten. Das ist eine totale Reizüberflutung hier. Das ist schon. Aber zumindest ist es hier leise, ne? Relativ leise. Hi. So, wir müssen weiter, immer geradeaus. Weiter. Hi. Hi. Okay. Mal gucken, wo wir rauskommen. Ich habe
Absolut keine Ahnung. So ehrlich bin ich. Ich laufe hier einfach irgendwie durch und hoffe gleich zum Banani Lake zu kommen. Old Banani Lake. Wo typische Stelzenhäuser sind, aufgrund des Wassers natürlich. Das will ich mir unbedingt mal anschauen. Aber ob wir das erreichen werden, ich weiß es nicht. Ich denke schon. Ich bin ja mal positiv eingestellt. Hi. Salam alaikum. You're good? Balo, good? So. Hier kommt man auch weiter. Hier kommt man. Hallo. Hello. How are you? Good? Good? Balo? I'm fine. Okay. Your name? Good. And you? Your name? My name is Nick. And your name? My name is Tapin. My name is Tapin. My name is Tashin. Nice to meet you guys. Nice to meet you. So, die Straße ist wieder größer. Hier ist ein Rikscha. Hi. Überall Rikscha. Das ist so wild hier, Leute. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist einfach wild. Schaut selber. Ja, Leute, das ist anders hier. Das ist schon ein krasser Unterschied, auch zu Indien und so. Also, Bangladesch ist Endgegner. Das ist definitiv Endgegner. In Afrika habe ich tatsächlich noch nicht so viel gesehen. Ansonsten habe ich ja fast jedes Land schon betreten. Aber in Afrika fehlt noch viel. Das werde ich natürlich in Zukunft auch mal bereisen. Vielleicht ist da auch noch mal so ein Next-Level-Land bei, aber das ist schon anders hier. Hi. Hello, how are you? Good? Überall die Rikschas hier. Digi, das ist ein Rikscha-Parkplatz. Was ist hier los? Geht das hier überhaupt noch weiter? Hallo, hi. Überall stehen hier die Rikschas, die Fahrräder. Keine Ahnung. Oh, seht ihr? Kann ich hier rüber gehen? Das sieht schon anders aus hier, Leute. Ich habe keine Ahnung, ob man hier weiterkommt. Das ist schon anders hier, Leute. Das ist schon anders hier. Ja, Leute, das ist Old Banani Lake. Die Wellblechhäuser aus Stelzen wegen des Wassers.
Und natürlich überall Dreck. Das ist schon heftig hier. Das ist schon heftig hier. Hallo! Die kommen hierher gepaddelt, ey. Ich weiß auch, auf Müll einfach. Das ist anders hier. Das ist schon sehr bedrückend hier. Germany. Do you know Germany? Germany? Alemannia? Yeah? Also wenn du hier wohnst, hast du keine Sorgen mehr vor Mücken, ey. How are you? Good? Good. How we can get there to the another side? Other side? Yeah. This way? Yeah. Okay. Yo. Yeah, okay. Oh Mann, ey. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, Bro. Der spielt mit Müll, der Kerl. Der arme Kleine hier. Das ist schon... Ach du Scheiße. Wir versuchen mal zu den Kindern auf der anderen Seite zu kommen. Mal gucken. Bob, Hi. good morning. So, irgendwie muss hier vor uns wieder Wasser sein. Zumindest laut Google Maps sieht es so aus. Aber hi. Aber in der Realität stellt sich das alles ein bisschen schwieriger dar. Aber wir gucken mal. Das sieht auch schon wieder aus hier nach einer Sackgasse. Niemals kommen wir hier raus. Hi. Finden wir einfach niemals hier raus. Hi. Egal, wir müssen nach rechts, aber wir kommen einfach nicht nach rechts. Wir kommen da einfach nicht hin. Das gibt's doch nicht. Wieder. Okay. Sieht aus nach einer Hauptstraße. Digga, wo sind wir? Wo sind wir jetzt? Wir kommen nicht mehr zum Wasser. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Hier wird recycelt. Hi. Das ist doch der See, Bro. Das ist der See. Zumindest ein kleiner Teil davon. Gut. Gucken. Hi. Die Leute gucken uns an aus jeder Ecke. Hier sind die am Paddeln, ey. Ach du Scheiße, der geht da baden. Der geht da baden. Hi. Hi.
All good? Good. Yo, yo. Ja, ja. Yo, candy? No, No candy. no candy. I'm Janta, no candy. Is this a Banani Lake here? Oh, yo, yo. Banani Lake? Or what's the name? Lake? Yeah. Okay. Bro, was sagst du dazu? Ja. Hi. Bangladesch-Flagge hier im Hintergrund. Darüber. Wir gehen da mal rein. Mal gucken, wo wir hinkommen. Hi. Was ist das hier eigentlich? Was passiert hier eigentlich? Was passiert hier? Man weiß es nicht. Was passiert hier überall? Die Leute sind ja wirklich alle freundlich hier. Ich meine, warum sollen sie auch nicht freundlich sein, ne? Aber irgendwie ist das hier echt ein bisschen beklemmt. Ich weiß nicht. Es ist traurig, dass manche Leute so leben müssen. Also das ist echt... Das ist ein Privileg, wo man geboren wurde. Das ist pures Glück. Das ist pures Glück. Aber die Leute machen das Beste da draus. Und das ist doch schön. Wahnsinn. Hi. Wahnsinn, einfach Wahnsinn. Alle Leute gucken. Ich fühle mich wie ein Bollywood-Schauspieler hier. Aber deswegen bin ich nicht hier. Ich will euch einfach mal das Leben zeigen hier. Natürlich gibt es in Dhaka auch Regionen, wo die mehr verdienen, wo es nicht so aussieht, keine Frage. Aber die meisten wohnen wirklich in solchen Verhältnissen. Und das ist auf der einen Seite ziemlich traurig, aber auf der anderen Seite natürlich auch ziemlich interessant. Und das versuche ich euch einfach nur zu zeigen. Und auch einfach ungefiltert, einfach nur zeigen. Nicht mit einer großen Nachbearbeitung. Ich zeige euch das einfach so, wie ich es mit eigenen Augen gesehen habe. Wenn euch das gefällt, lasst ein Like da und ein Abo. Schickt es weiter, würde mich sehr freuen. Weil da warten noch einige Länder. Interessante Länder. Wo man vielleicht nicht so viel drüber weiß. Wo man vielleicht auch noch nicht war und wo man vielleicht auch nie hin will. Hier sind wir wieder am Ausgangspunkt. Aber das ist nur einer von vielen Orten, die ich euch zeigen wollte. Also es geht weiter. Seid gespannt, bleibt dran für Teil 2.